Liebe Wohnmobilfreunde, das ist ein Luxus-Wohnmobil und zwar in absolut höchster Qualität, in den neuesten Werkstoffen gefertigt, in einem super Design, nagelneu und es steht in Saarlouis. Es ist diese Woche gekommen und neben mir steht Jürgen Jung. Guten Tag, Jürgen. Du grinst über beide Hallo. Backen. Du hast dich gefreut wie ein kleines Kind, als es hier ankam, denn es ist ein absolutes Luxus-Wohnmobil. Und du hast mir eben gesagt, ein solches vergleichbares Fahrzeug, wenn man das von einem Hersteller aus dem germanischen Bereich bezieht, ja, dann ist man schon mal im fast sechsstelligen Bereich. Genau, so ist das. Also ein Fahrzeug in der Größenordnung mit den Möglichkeiten, die man im Innenraum hat, da ist man also zwischen 90 und 100.000 Euro, muss man da schon rechnen. Genau, das ist ein Riesenfahrzeug. Es ist von der Klasse her fast das längste. Ist der Bela Edition HP 76 auf Basis eines. Citroën Fahrgestells mit Citroën Motor und der neuesten HP-Technik, das heißt also mit AdBlue. Mit AdBlue. Das heißt, hier kann ich später denn auch ja, die Luft zwar nicht atmen, aber es ist zumindest mal relativ sicher, dass ich zum Beispiel nach Stuttgart komme. Genau, also mit der Technik, Fahrzeuge 6B oder 6D, darf man ohne Probleme in alle Städte reinfahren, selbst wenn es Beschränkungen gäbe. Man bekommt die blaue Plakette, wenn sie dann irgendwann kommt. So, wir sprechen heute über Optik. Die Firma Bela, klär mich mal auf. Wo kommen die Fahrzeuge her? Wo werden die gebaut? Die werden in Italien gebaut, in der Toskana und laufen da vom Band eines großen italienischen Herstellers. Und ja, wir bekommen sie so direkt aus Italien geliefert, so wie sie jetzt hier stehen, nach unseren Vorgaben gebaut. Das Ganze ist CNC-computergesteuert gefertigt. Muss auch sagen, diese Fenster haben eine besondere Isolierung. Das ist nämlich ein Polyvision Aero. Das ist was ganz Tolles. Genau, die Fenster sind wärmegedämmt und haben auch eine Abdunklung für die Sonneneinstrahlung, damit es im Sommer eben in dem Innenraum nicht so aufgeheizt wird. Und man sieht, es sind Flächenfenster. Die sind nicht aufgesetzt, sondern es sind Flächenfenster, die halt glatt sind. Das ist schon mal das Erste, was man bei den deutschen gebauten Wohnmobilen auch bekommt, selbstverständlich, aber natürlich mit einem großen Aufpreis bezahlen muss, weil das immer aufpreispflichtig ist. Genau, von der Optik hinten ist es fast ein Liner. Also muss man ja schon sagen, es ist ein richtig tolles Wohnmobil, aber es hat wie viel Tonnen? 3,5 Tonnen. Genau, 3,5 Tonnen und man kann auch richtig was zuladen, habe ich gehört. Genau. Also es ist, wenn man hier mit zwei Leuten fährt, man spricht ja immer, ich sag mal, vom Leergewicht, glaube ich, inklusive einem Fahrer und irgendwie dreiviertel Tank oder sowas. Genau, der Fahrer ist immer mit eingerechnet und der Tank ist auch mit dreiviertel voll eingerechnet. Genau, hier ist die Heckgarage, da geht einiges rein, klär mich auf. Genau, in die Garage kann man also einiges reintun. Da ist auch gleichzeitig die Toilettenanlage mit integriert. Also hier habe ich halt die Möglichkeit, die Toilette rauszunehmen von der Toilette, also die Kassette rauszunehmen von der Toilette. Und man sieht, die Garage hat eine Beleuchtung und ich kann dann einiges reinstecken, Tische, Stühle oder sonstige Sachen, die man halt mitnehmen muss. Genau, es gibt noch jede Menge mehr Staufächer, davon kommen wir gleich. Was besonders toll ist die Optik. Wir schauen uns vielleicht einmal ganz kurz, bevor wir reingehen, mal den Chauffeur an. Du bist, also ehrlich, du bist total wahnsinnig. Du hast hier eine Ausstattung bestellt, die würde ich dir sofort so abkaufen. Du hast die richtigen Farben gewählt. Es ist zwar hell, aber es ist unglaublich schön. Ja, es ist schön und es ist vor allen Dingen pflegeleicht. Also man braucht sich an der hellen Farbe nicht zu stören. Es sieht sehr edel aus und man kann also dieses Leder jederzeit abwaschen und reinigen, wenn es mal was draufgefallen ist. Das ist also gar kein Problem. Also von daher, es passt halt einfach von der Optik her zu den dunklen Armaturenbrett. Und das ist eigentlich das, was man möchte, dass der Käufer sich auch wohlfühlt und das Ganze auch gefällt. Genau, dieses Fahrzeug von Citroën ist, ich sag mal, niegelnagelneu. Die kommen dann dorthin. Und das Besondere hier bei dem Fahrzeug ist, klär mich mal auf, die Wände. Ist das Sperrholz? Nein, das sind keine Sperrholzwände, das ist auch keine Aluminium-Sandwich-Bauweise, sondern das ist GFK. Und ich mache das immer hier als Beweis. Da kann man also richtig dagegen schlagen. Das ist richtig massive Qualität. Hagel. Hagel, kein Problem. Auch versicherungstechnisch besser wie eine Sandwich-Bauweise, weil eben da die Versicherungen etwas günstiger sind, weil eben die Brandgefahr nicht so groß ist wie einer Sandwich-Bauweise, wo Aluminium aufgeklebt wird auf ein Dämmmaterial und auf der Rückseite eben eine Schichtplatte drauf sitzt. So, jetzt haben wir hier die Einstiegshilfe. Ist die dabei? Die ist dabei.
dabei. Ist dabei. Das ist das Wenigste, was dabei ist, denn es ist einiges dabei. Wir gehen jetzt mal kurz rein und jetzt sind Sie bereit. Hier vorne steht was drauf von Truma. Da steht drauf iNet Ready. Das ist was? Was sehen wir hier? Also, da sehen wir jetzt die Heizungsanlage, die man darüber steuern kann und dann die Warmwasseraufbereitung und das Ganze ist iNet-fähig. Das heißt, ich kann das Ganze mit dem Handy kuppeln und kann halt von fern aus entsprechend über das Handy die Heizungsanlage und die Wasseraufbereitung steuern. So, hier haben wir direkt ein Infodisplay. Der Wagen ist nagelneu. Ich glaube, der ist noch gar nicht in Betrieb genommen. Man sieht es hier sehr schön. Hier der Kühlschrank, der ist noch abgeklebt. Alles ist, also der kam so vom Werk. Und was ist das hier, das Panel? Das Panel ist das Hauptdisplay für das ganze Fahrzeug. Über dieses Panel kann ich halt alles steuern. Da ist eine Bussteuerung drin. Man sieht jetzt die einzelnen Sachen hier. Hier schaltet man ein. Dann kann ich Wasserstände abfragen. Ich kann die Spannung der Batterien abfragen. Ich kann die Temperatur abfragen. Hier schalte ich die Beleuchtung an. Hier habe ich... Nochmal aus. Okay, das heißt, ich habe einen zentralen Schalter, nämlich da, wo er hingehört, nämlich neben die Tür. Genau, ich habe alles da drin. Das ist im Prinzip wie heute, das in den modernen Häusern eingebaut wird. Über ein Panel kann ich alles steuern und kann alles betreiben und alles bedienen. Genau, da ist ein riesengroßer Kühlschrank drin. Ich gehe mal kurz einen Schritt zurück, damit du vorgehst. Wenn du den mal bitte aufmachst, da ist ein Gefrierfach mit drin. Genau, und unten ist ein großer Kühlschrank drin, 150 Liter. Wo man eben alles reinstecken kann, was man braucht. Basis 12 Volt Gas? 12 Volt Gas und 230 Volt. Alle 3 Stromarten sind möglich. Okay, kann ich umschalten, automatisch umschaltbar. Automatisch muss nichts machen. Man braucht nichts zu machen. Er erkennt automatisch, welche Stromversorgung anliegt und die nimmt er sich, oder Gasversorgung anliegt und die nimmt er sich und schaltet entsprechend um. Wir gucken mal ganz kurz. Das hier ist jetzt mal ein Arbeitsbereich, der ist riesengroß dafür, dass man bedenkt, dass wir ein Wohnmobil sind. Da ist hier der Gaskocher mit 3 Flammen, aber wichtig ist, die große Flamme ist direkt vorne. Manche bauen das ja falsch ein. Ja, die muss ja nach vorne sein. Warum? Da ist der größte Topf. Ja, der größte Topf und man braucht sich nicht so weit nach hinten zu legen und man hat vorne halt immer Platz und hinten wird es immer eng und dann passt das manchmal nicht drauf. Gut, wir gucken auch mal hier. Das ist die Spüle. Und ja, das ist schon sehr, 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 sehr schick. Aber jetzt gehen wir mal gleich mal auf die Basics, bitte. Man sieht auch hier die große Fläche, man hat Platz, mal was hinzustellen. Man kann auch eine Kaffeemaschine noch hier hinstellen. Man hat also wirklich in dem Fahrzeug hier richtig, richtig viel Platz. Auch die Schränke, die überall sind, kann man halt viele Sachen oben drüber noch, Ablageflächen. Auf der anderen Seite überall Schränke. Wir machen mal kurz die Basics. Also wir haben hier vorne den Fahrerbereich. Da ist natürlich eine Fahrerklimaanlage ist natürlich mit eingebaut. Klimaanlage, Automatik ist in allen Fahrzeugen immer mit drin. Genau, hier vorne, da kommen wir jetzt gleich drauf, in der Grundausstattung sind hier auch diese wunderschönen zuziehbaren Sachen. Das sehe ich nämlich gerade, hier sind Jalousien mit dabei, die kann man zumachen. Man kann die Sitze wahrscheinlich drehen. Genau, die Sitzen kann man drehen als Pilotensitze, so dass man hier an dem Tisch sitzen kann mit beiden Sitzen und dann kann man diese Jalousien zuziehen, so dass man eben abgedunkelt hat den vorderen Fahrerraum. Genau, hier sind die Jalousien. Man muss dazu sagen, es ist ein richtig großes Reisemobil für 4 Personen und warum das für 4 Personen ist, das zeigen wir jetzt mal gerade. Wie viele Sitzplätze hat es insgesamt? Also insgesamt haben wir hier 5 Sitzplätze, also man kann auch mit 5 Personen hier fahren, die angeschnallt werden können. Okay, klasse. So, ich gehe mal zurück. Ich zeige mal was. Und zwar ein absolutes Highlight. Du bleibst mal bitte da stehen. So, wenn man hier drauf guckt, ja, und ich meine, wir bewegen uns bei einem Reisemobil nagelneu auf welcher Basis nochmal, Citroën? Citroën-Basis, ja, mit der neuesten AdBlue-Technologie, ja, mit, was war das nochmal? 6D. 6D, ja, und da oben ist sogar noch ein Hubbett drin und jetzt kommt's, ein elektrisches Hubbett. Das heißt, hier oben können sogar 2 Personen, also ich sag mal Kids zum Beispiel 2 Stücke, locker Platz nehmen. Das können wir jetzt nicht vorführen, es ist abgeschlossen. Genau, es ist abgeschlossen und die Batterie ist noch nicht angeschlossen, also die Aufbaubatterie ist noch nicht eingebaut, die wird erst im Nachhinein immer bei uns nach dem Transport hier eingebaut. So, das Besondere ist aber, Sie müssen nichts wegnehmen. Das heißt, inklusive hier oben den Schränken fährt das komplette Hubbett und zwar auf diesen Schienen einfach runter, richtig? Genau, fährt auf diesen Schienen runter bis zum Anschlag, schaltet automatisch ab und dann kann man sich ins Bett legen und schlafen. Genau, das heißt, man kann sogar die Plumos alles einfach oben lassen und braucht also jetzt nichts groß zu machen und kann dann direkt raus aus dem Bett und dann direkt, also ich muss nicht dauernd umbauen. Das gibt nichts Schlimmeres wie dauernd umbauen, oder? Genau, also es gibt nichts Schlimmeres wie dauernd umbauen, das sagst du richtig und hier lässt man alles da oben drauf
Und abends, wenn man sich schlafen legen möchte, fährt man runter und legt sich drauf und schläft. So, jetzt gibt es noch was ganz Tolles. Man kann, und jetzt alle Schnarcher aufgepasst, man kann den vorderen Bereich mit dem hinteren Bereich komplett abtrennen. Genau. Und das ist der absolute Hammer. Und jetzt noch was Wichtiges. Ich bewege mich jetzt gerade. Ich mache jetzt mal gerade hier, wenn du mal kurz dich mal da hinstellst und einfach mal dich mal hin und her wackelst. Lieber Jürgen, jetzt kommt was ganz Tolles. Ja? Ich kann euch fest versichern, wir waren eben in einem anderen Wohnmobil, ja, da will ich jetzt keinen Namen nennen, aber da hat das hier schon gewackelt, wo wir nur gelaufen sind. Wenn man normal läuft, wackelt hier nichts bei dem Wohnmobil. Warum, Jürgen, ist denn das so? Ja, bei den größeren Wohnmobilen, die haben halt eine sehr starke Plattfeder drin und die Plattfeder stabilisiert im Prinzip das Wohnmobil. Das heißt, wenn man ruhig schläft, ist nicht direkt, wenn einer mal aufs Klo geht? Genau, wenn man ruhig schläft und wenn man dann ein anderer auf die Toilette muss, dann merkt man das nicht, weil sich das Wohnmobil nach rechts oder links verbiegt. Genau, wenn ich nämlich auf dem Campingplatz bin, dann gehe ich ja meistens ja nicht im Wohnmobil auf die Toilette, sondern dann nutze ich das ja so. Und hier kann man zumachen und dann ist man tatsächlich komplett getrennt. Das bedeutet, wenn du gleich nochmal aufmachst, da ist er. So, das heißt, ich hatte nämlich im letzten Videodreh, hast du dich hingelegt und einfach geschlafen, weil es so gemütlich war. Genau. Aber Spaß beiseite, hier wird es fixiert. Das Genau. Ganze ist auch sehr, sehr stabil. Da wird es fixiert, damit die Türen während der Fahrt nicht aufgehen und schon sind sie wieder zu. Das Ganze ist magnetisch, da kann dann auch nichts kaputt gehen. Aber das Schöne ist ja, sollte mal irgendwas dran sein, zufälligerweise hast du ja eine große Werkstatt und kannst hier alles reparieren. Nach 5, 10 oder 20 Jahren, denn das Ganze ist wirklich handwerklich wirklich toll zugänglich. Genau, also es ist handwerklich sehr, sehr gut gemacht und vor allen Dingen ist es überlegt gemacht. Die ganze Technik ist so aufgebaut, dass man nicht das ganze Wohnmobil zerlegen muss, um eine Heizung auszubauen oder irgendwas Elektrotechnisches nachzurüsten. Es ist alles sehr einfach und ich sage immer, es ist Plug and Play und wir machen das bei den Fahrzeugen immer sehr schnell, sodass der Kunde auch keine lange Wartezeiten hat. Ich gehe mal ganz nach hinten, dass man mal sieht, die Dimension mal von dem Wohnmobil. Du gehst auch mal bitte ganz nach hinten, dass Sie einfach mal sehen, wie riesengroß. Nee, bitte mal ins Klo rein. So, ich mache das jetzt mal extra. Ich gehe jetzt noch mal weiter nach hinten. Ich bin immer noch hier drin und das ist im Moment der Blick aus dem Fahrerhaus. Das sind ungefähr, ich schätze mal 8 Meter, kommt das hin? 8 Meter Länge. Dann hat man hier die beiden Sitzbereiche, also nochmal, um es zusammenzufassen. Also hier kann einer sitzen, vorne hat man 2 Plätze und hier hat man dann nochmal 2 Plätze. So sieht das aus, Sitzplätze, wenn mal die Enkelchen mitfahren oder die große Familie mit den mehreren Kindern, das ist da. Und jetzt kommt's. Da sind nicht nur 2 komplett ausgewachsene Betten mit drin, ja, die man hier sieht, sondern es ist eine komplette Hecktoilette mit drin, die aber so schick ist, dass man wahrscheinlich zu Hause erstmal nicht mehr aufs Bad gehen möchte, weil sie ist wirklich richtig schick. Also ich zeige mal gerade, toll, oder? Ja, ist sehr, sehr, sehr schön gemacht. Vor allen Dingen, man hat Platz drin, man kann sich richtig bewegen und ist halt sehr, sehr gut von der ganzen Technik eingerichtet, sodass es auch sehr praktisch alles gemacht ist. Genau, und du kennst ja noch die Anfangszeiten der Wohnmobile, was man so bekommen hat für, ich sag mal wenig Geld, aber das hier ist ja mittlerweile fast High-End. Sei so lieb, mach mal gerade die Dusche auf. Ich habe mich eben nicht getraut, weil es ist ja nagelneu, da ist sie. Es ist auch eine richtige Glastür, es ist keine Plastik, es ist eine richtige Glastür drin. Und du siehst auch dieses schwarze Panel, geh mal rein in die Ecke, das ist wie zu Hause, wenn du in einer Dusche drin bist und du hast dieses Duschpanel von dem Design her, also wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr gut gemacht. Genau, also lieb, geh mal kurz raus, dann filme ich es mal komplett, dass du mal kurz an mir vorbeigehst. Da haben wir es nämlich, also das, liebe Damen, das wäre jetzt Ihr Reich, wenn Sie jetzt in einem Bad sind und sich zum Beispiel mal schick machen, weil Sie für die nächste Party los müssen. Oder Sie wollen einfach mal in einer Großstadt, Sie stehen da auf dem Wohnwagen und möchten dort einfach mal sich mal ein bisschen hübsch machen und schön, da kann man hier schön die Tür zumachen, hat absolut seine Ruhe und hat noch diesen wunderschönen Spiegel hier mit dabei, wo man sehr, sehr schön sich schminken kann, zurecht machen kann. Also eigentlich fast wie zu Hause, muss man sagen. Aber ich sag mal so, die Vorteile von einem Wohnmobil, die liegen ja auf der Hand. Zu Hause bin ich zu Hause. Beim Wohnmobil kann ich tagtäglich neu aufbrechen, kann Berlin kennenlernen, Stuttgart, kann nach Frankreich fahren, nach Spanien, bin komplett frei, kann mich überall hinstellen, was man eigentlich in Frankreich nicht sollte. Und dann kann man im Prinzip, ist man vollkommen ungebunden. Ja, ich sage immer, beim Wohnmobil ist im Prinzip der Weg das Ziel. Man fährt
zu Hause los, man hat über Wochen, Monate Stress gehabt auf der Arbeit, privat. Man fährt los, man kann ganz entspannt Etappen fahren von 50, 100 Kilometer, 150 Kilometer. Man bleibt irgendwo stehen, wo es einem gefällt. Man kann ein Glas Rotwein trinken, man kann sich in der Sonne genießen dann. Man kann sich irgendwelche Städte dann anschauen und dann ist man nach einer Woche zum Beispiel in Portugal an der Algarve gelandet. Und dann bleibt man Entspannt. da. Entspannt, genau, entspannt. Dann bleibt man da ein paar Tage, dann fährt man weiter nach Süditalien runter, Sevilla und kommt dann wieder über Italien, über Spanien, Italien wieder zurück nach Deutschland. Und dann hat man 3 Wochen Urlaub verbracht und man hat keinen Stress und keinen sonstigen Sachen, sondern man ist ganz entspannt und man kommt entspannt aus dem Urlaub und hat nicht Stress gehabt. Genau, das ist ein bisschen anders als beim Wohnwagen. Klar, wenn ich schnell bin, kriege ich so einen Wohnwagen auch fit gemacht, sagen wir mal in 20 Minuten mit rauf und runter kurbeln, allen drum und dran. Aber ein Wohnmobil, das ist doch noch mal was ganz anderes. Ja, du stellst dich hin und du bist theoretisch direkt fertig. Du nimmst deine 2 Stühle raus, stellst deinen Tisch raus, stellst eine Flasche Rotwein drauf und 2 Gläser und du kannst loslegen. Dann ist schon alles passiert. So, und beim Wohnwagen ist es halt ein bisschen mehr. Man muss halt aufbauen, man muss halt im Prinzip die Sachen rausnehmen, die man teilweise im Wohnwagen irgendwo im Innenraum hinlegt. Und das ist beim Wohnmobil eben nicht. So, noch eine Sache. Es gibt ja im Moment noch keine Stechmücken oder ich hab zumindest mal ein paar gesehen, aber diese Tür hat es in sich. Das ist nämlich eine thermoisolierte Spezialtür mit einem eingebauten Fliegengitter, was man wirklich, das ist alles mit drin und sie ist sogar noch mal extra diebstahlgesichert. Das heißt also Einbruch gesichert. Hier oben gibt es nämlich nochmal eine Mehrfachverriegelung. Da ist sie mit drin. Die ist also nicht nur an einer Stelle verriegelt, sondern direkt an 3 Stellen. Genau. Und das ist auch neu. Genau, das ist neu. Das ist bei den Wohnmobilen von Bela bei uns serienmäßig drin, weil die Türen sind der Schwachpunkt und da wird oft eingebrochen und die hier sind also so einfach nicht mehr aufzubekommen. Und man sieht auch an der Dicke der Tür, dass die eine dicke Dämmung hat. Hier sieht man, wenn man in die Seite reinschaut, wie dick die Dämmung ist und wie dick das Material ist. Also die Tür ist schon richtig stabil. Und wie du gesagt hast, es ist ein Fliegengitter mit dabei, wenn die Tür, wenn die Tür offen ist. Genau, jetzt machen wir komplett auf. Dann macht man hier das Fliegengitter zu und dann kommt auch keine Fliege rein. Genau. Boah, also, so, jetzt gehen wir mal raus, machen wir die Abmoderation. Jetzt wollen die Leute bestimmt wissen, wo man das ganz tolle Wohnmobil kriegt. Es ist noch nicht verkauft, es ist frisch gekommen. Du hast aber gerade erst angefangen mit Bela, oder? Ja, vor 4 Monaten haben wir mit Bela angefangen und Jetzt ohne Witz, die rennen die Bude ein, oder? ja, die Verkaufszahlen sind sehr, sehr gut, weil die Fahrzeuge halt vom Preis-Leistungsniveau halt vergleichslos sind, kann man ruhig so sagen. Also das Ding komplett, wie wir es jetzt gesehen haben, mit Multimedia-System ist jetzt noch nicht eingebaut, allem drum und dran. 58.000 Euro. Mit der deutschen Mehrwertsteuer. Genau, mit der deutschen Mehrwertsteuer und da muss man lange suchen, für ein Fahrzeug in der Größenordnung zu finden. Genau, das geht aber noch billiger. Vielleicht nur ganz kurz, wir haben noch 3 Minuten. Hier ist zum Beispiel der Bella Easy Macau, der ist noch günstiger. Genau, der Macau ist günstiger, das ist das Einstiegsfahrzeug, hat eine Länge unter 6 Meter, ein Alkovenfahrzeug. Und der liegt dann beim Einstiegspreis von 39.000 Euro. Ja, hat aber auch die tollen Sitze auch mit drin, hat hier die tollen Armlehnen mit drin, also das ist das Gleiche, aber natürlich ein bisschen kleiner. Viele wollen es ja auch ein bisschen kleiner. Viele wollen es kleiner, es ist ein Fahrzeug für 2 Personen, aber das Raumgefühl in diesem Fahrzeug ist wahnsinnig. Die Leute, die bisher drin waren, waren alle begeistert, weil sie noch nie ein Fahrzeug gesehen haben, was so ein Raumgefühl hat. Zu dem Preis. Zu dem Preis. Und ich kann nur jedem empfehlen, mal vorbeizuschauen und sich das Fahrzeug anzuschauen. Für den Preis und dieses Raumgefühl innen drin. Und das Schöne ist, die Fahrzeuge haben immer die gleiche Ausstattung. Wir haben immer Ledersitze drin, wir haben immer die helle, hochglanzpolierten Holzausstattungen drin. Und das vor allen Dingen zu dem Preis kann man lange suchen, weil da bekommst du vom Hersteller aus Deutschland mal gerade, wenn es geht, ein gebrauchtes, was 10 Jahre alt ist. So, dann sag uns doch mal, lieber Jürgen. So, jetzt haben wir 3 Videos gemacht, ja. Wo bekommt man denn diese Fahrzeuge? Jetzt lass es raus. Die Fahrzeuge bekommt ihr in Saarlouis bei der WVS oder wohnmobile-saarland.de in der Industriestraße 3. Genau, das ist, wenn man Abfahrt Wallerfangen fährt, am Burger King rechts rein, von der Autobahn kommend, das
Industriegebiet heißt wie? Metzerwiesen. Metzerwiesen kennt hier jeder in Saarlouis, aber es sind ja nicht nur Leute aus Saarlouis. Du hast sogar so viele, du musst sie verkaufen. Es läuft ganz gut und du bist auch Elektromeister, das heißt, du bist Handwerker. Du willst was verkaufen, was funktioniert. Und wir haben es eben schon berichtet, hier das Material ist wirklich toll, die halten klasse. Du hast sie wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Genau, also die Wohnmobile kann man ruhigen Gewissens verkaufen. Es gibt doch keine Probleme. Jürgen, Die Sonne kommt, ja. Und Gott sei wir Dank. haben heute ist Frühlingsanfang. Ja. Heute ist der 21. März. Genau. Da ist die Sonne. Ich habe sie wirklich angebetet. Die Sonne ist da. Genau. Ja, die Fahrzeuge, die wir bisher verkauft haben, es gibt keinerlei Probleme. Die Leute sind alle zufrieden. Es gibt keinerlei Mängel oder sonstiges, was man vielleicht kennt, wenn man ein Wohnmobil sich kauft. Also wir sind rundum zufrieden und die Wohnmobile sind sehr, sehr gut, haben ein hohes technisches Niveau, eine tolle, super, schicke Ausstattung. Und jeder kann eins haben, wenn er vorbeikommt. Genau, nämlich zur Firma WVS. Ihr seid auch ADAC-Partner, das heißt, ihr habt die ADAC-Wohnmobilvermietung und habt ganz viele Kunden auch aus der Schweiz, aber auch aus überall. Und, aus ganz Europa wird gemietet über die ADAC-Seite und die Leute kommen hier hin, lassen ihr Auto gesichert hier bei uns stehen, steigen hier ins Wohnmobil und fahren in den Urlaub. Jürgen, vielen, vielen Dank. Und auch eben, wenn es mir kurz die Sprache verschlagen hat, dann lag es an dem tollen Preis. 58.000 € für das High-End-Wohnmobil mit allem drum und dran. Und dann auch noch die tolle Beratung vom Jürgen. Da müssen Sie kommen. Tschüss, Genau. Jürgen. Tschüss.